So, liebe Freunde, Pfefferkörner, ja. Eigentlich ist eine gute Folge, ja. Aber eine Szene hat natürlich alles versaut, wo sie auch kreativ dabei waren, aber das ist jetzt Pfefferkörner Staffel 2, Folge 6, das Johannisfest. Ja. Spoiler-Alarm an der Stelle. Regie war Matthias Steuer. Ja. Pfefferkörner schmücken auf einem Hof, alles für ein Johannisfest. Ja. Pfefferkörner müssen noch Dinge fürs Fest besorgen. Cem muss zum Kendo-Training. Ja. Bibi passt allein auf den Hof auf, auf das Fest, auf die Lebensmittel, auf die Heuballer, auf den geschmückten Hof. Ja. Ja, dann kommen so Straßenschläge vorbei, das Jugendliche, das ist dann ihr Revier und wenn sich dann wäre, die Szene hasse auf übelste, dann tun die mit Baseballschläger erstmal die Kulisse beschädigen und Vivi verschlagen. Die Szene hasse so sehr, ja, ist zwar fingiert und erfundene Geschichte, aber es tut mir trotzdem weh. Ja. Von Herzen, also das hätte man so nicht machen müssen, muss ich sagen. Also jedes Mal, wenn es mir anschaut, ist mir das richtig mich sehr verletzen. Aber ich weiß, es ist nicht echt, aber sehe ich nicht gern sowas. Ja. Am besten will er nicht. Ja. So. Die Vivi wird verletzt und verschlagen von den Straßengang, ja. Und der Fiedel, der will der Natascha quasi Freude machen, weil das soll dann ziemlich russisch aufgemacht sein, das Fest, ja. Und auch mit russischen Tänze und so. Und dann hat er der Vivi der Natascha die Augen verbunden und will dann den Festhof zeigen. Und dann sind sie beide schockiert. Und da findet sie die verletzte Vivi und die wurde dann ärztlich gleich versorgt und die hat eine riesige Platzwunde im Kopf und so weiter. Das arme Kind. Ja. Cem Sensei will, dass sich Cem im Kinderkampf sich im Training stellt, im Dojo. Das will Cem nicht, er will allein üben. Schläger haben auch eine Kette verloren mit dem Gang-Logo drauf im Hof. Ja. Kemal, der Onkel von Cem, der betreut die Jugendliche, will sich auf den rechten Weg führen und stellt die Jugendliche in ihrer WG und bekommt gleich von den Jugendlichen krass Schläge. Ja. Und ja, die Jugendlichen wollen auch jetzt, die wissen da, dass die Pfefferkörner da mit anderen das Fest noch abends feiern wollen. Die will das verhindern, weil es ja in ihren Augen ihr Revier und will wieder randalieren. Ja. Da kommt auch sehr schön die Kinderphilosophie drin vor in der Folge. Ja. Cem hat Angst, jemand anders anzugreifen, weil er hat Angst, jemanden zu verletzen. Ja. Aber jetzt in dem Fest muss jetzt der Cem die Vivi reichen mit seiner Kinderkunst gegen die Gangster, gegen die Gang, gegen die Schläger, ja, die er da wieder angreifen will. Wie es weitergeht, verrate ich nicht. Ja. Was perfekt war im Cem seine Kindersportkunst, auch die anderen Kindermeister, die da mitgemacht haben. Die Kinderphilosophie war sehr schön, die drin vorkommen ist. Hamburger Atmosphäre war sehr schön, die Schauspieler waren perfekt, die Story war teils sehr gut gemacht, sehr kreativ, teils auch unnötige Sachen. Ja. Dann, was mir am meisten gestört hat, war, dass die Vivi so verschlagen war, da hat man echt das Herz blutet. Ja, eigentlich das goldigste Kind bei den Pfefferkörner. Ja.
wenigstens, ich habe ja nicht jetzt alle Generationen gesehen, aber das, das hat mich schon, ja, das muss ich nicht sehr als Zuschauer wie ein Kind verschlagen wird, muss ich sagen. Gut, jetzt in der Folge davor gab es ja auch so was in der Richtung, da hat man jetzt auch nicht gesehen, wie gut, da war es halt ein bisschen anders noch. Da war das Hauptthema, was zu drehen gegen Kindesmisshandlung, um die Leute aufzuwecken. Ja, so, das war in der Folge davor. Ja. Da war auch ein gutes Kind und die hat einen Applaus Arcade und Streamerbrücke und das habe ich auch nicht gern gesehen, das hat mir auch sehr wehgetan. Aber denkt man im Moment, Gott sei Dank ist das fingiert und nicht echt und ist alles geschminkt. Ja. Aber man hat nicht gesehen, wie die direkt, man hat nicht gesehen, wie die verschlagen worden ist. Das ist als Vorgeschichte ist das dann später erzählt worden. Was ich halt gut gefunden ist, dass man halt mit der Story, also der letzten Folge davor, jetzt nicht die Folge, die letzte Folge davor, dass man halt ein Signal setzen wollte, um den Menschen aufzuwecken, gegen Kindesmisshandlung damit was bezwecken wollte. Also die positive Botschaft finde ich schon gut. Ja, später ist ja da in der Figur der Handlung auch der Vater wieder durchdreht und wollte schon wieder auf seine Tochter los, und aber ist dann nicht ganz so funktioniert in dem Tumult. Wird also nicht gesehen, wie er sie verschlagen hat. Da gab es die positive Botschaft gegen Kindesmisshandlung. Ja. Und das war dann in der Folge davor, war das halt auch ausschlaggebend. Ja. So in der Handlung hätte es nicht sein müssen, dass jetzt die Vivi verschlagen wird. Ja. Wenn ich jetzt in der Folge davor auch nicht gern gesehen, da wo ich denke, auch wenn es jetzt geschminkt war und man weiß, es ist eine Handlung, denkt man trotzdem, oh, das arme Kind, weil man so in der Handlung gefangen ist, wie man den Roman liest. So. Ja. Das war die Folge davor. In der Folge habe ich auch, hat es gar nicht zur Story unbedingt reinpassen müssen, dass man jetzt die Vivi verschlägt. Und die so eine Platzwunde hat. Gut, das war echt keine echte Platzwunde, das war auch wieder geschminkt, das war alles fingiert und es ist einfach jetzt erfundene Geschichte. Aber das habe ich nicht sehen müssen, weil man versetzt ja in eine erfundene Handlung rein. Ja. So wie bei Rocky, wenn der dann kämpft, bei Rocky ist halt dann das Positive, wenn der dann kämpft, man weiß im Endeffekt, das ist ein Showkampf. Ja, aber man kämpft ja mit Rocky mit, gegen Ivan Drago oder gegen Mr. T, gegen Ivan Drago oder Mr. T oder Apollo Creed. So. Ja, dann, wenn er dann gewinnt, denkt man, Wahnsinn, der hat gewonnen. Ja, wenn man in der fingierten Handlung gefangen ist oder sich so versetzt. So. Und hier war es ein Negativer und das hat mir halt sehr weh da. Seelisch verletzt. Das andere Kind in der Folge davor, es war genau so ein gültiges Kind und das hat mir auch verletzt, aber da war halt, wie schon gesagt, das ist dann nacherzählt worden und da war halt, das hat dann zur Handlung mehr passt, aber wenn mir das auch verletzt hat, aber da war halt die Botschaft, was zu machen gegen Kindesmisshandlung, und das ist halt ein wichtiges Statement und das ist ein wichtiges Thema, dass Kinder behütet aufwachsen. Ja, und da finde ich gut, dass die das in der Folge davor gut bearbeitet haben. In der Folge passt erstmal gar nicht rein. Dann hast du das direkt gesehen, was in der Folge davor nur erzählt worden ist. So. Dann hat es in der Story in dieser Folge, wo man heute angesehen, gar nicht reinpasst. Deswegen hat mich das ziemlich aufgeregt und verletzt. Von daher gibt es dann massive Punkteabzug bei der Folge. Wie schon gesagt, im James Kendo Schwertkampfkunst, die war perfekt. Ja. Am Schluss und der hat dann ja, ganz beim Schluss, wo der Kemal dann zu den Schläger sagt, verpisst euch oder verschwindet, ja. Und die waren aber trotzdem in der Überzahl und bewaffnet. Und den Gläubigeber hat ja jetzt nicht ganz so Sinn gemacht, muss ich sagen. Also das fand ich schon, man hat halt das Ding zu Ende machen, zu Ende drehen, weil fand ich jetzt ein bisschen,
blödes Ende. So von der Szene her, nur von der Szene. Das ganze Ende war schon ganz anders wieder. Ihr müsst euch selber anschauen, das will ich nicht erzählen. Ich habe mit Punkte richtig kabert. Ja. Weil das mit dem Kendo und Kampfkunst und die fernostasiatische Kendo-Philosophie, die da super reinpasst. Und sonst ist auch, hat eigentlich alles passt, nur dass die Vivi da so in Mitleidenschaft gezogen wurde, das hat das Ganze kaputt gemacht. Ja, ja, ich habe schon ganz beim Film denkt, ich kenne ja die Folge, ich habe auch schon voll die Folge jetzt wieder angeschaut, habe überlegt, was könnte ich geben. Ah komm, guckst du erstmal die Folge an, wenn es wieder auffrischst, dann siehst du, was für Punkte du geben kannst. Ja. Ich bin immer noch, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir hin. 11 Minuten, okay. Ich wollte eigentlich 6 geben, aber also von 1 bis 10 eine 7. Ja, weil die Kendo, die Kampftechniker von Jim sehr perfekt waren. Da gab es noch andere Kendo-Experten, die da auftreten sind. Und es hat ja soweit alles war ja stimmig. Bis das auf Vivi, dass die da in der Figur der Handlung so verletzt wurde, auch wenn es nicht echt war, das will ich nicht versehen. Ja. In der Folge davor hat es noch entschuldigt, dass man da mal die Gesellschaft aufweckt und mal eine Message setzt. Ja. Habe ich auch zwar nicht gern gesehen, aber da war halt auch die Botschaft wichtig. Ja. Und in dem Film passt es ja nicht mehr unbedingt zur Story rein. Hätte sie nur die Kulisse beschädigt oder wäre was anderes passiert, dann hätte man eine höhere Punktzahl. Also dass Vivi da so verletzt worden ist, durch die Punktzahl richtig massiv runterdrücken. Sonst der Rest war eigentlich ziemlich stimmig und gut und aus die Kinderschwerttechnik war perfekt. Von der muss man die Zwischenbilanz zusammenziehen, ausrechnen. Also 7. Das hat gerade noch ein rotes Herz verdient. Ja. Und ich denke mal, dass das eine faire Belohnung war. Man konnte alle mit der höchsten Belohnung bewerten. Ne? So. Ja. Ja. Ich persönlich finde, wenn Kinder verschlagen werden, widerlich, weil der Starke ist nur stark, wenn er den Schwächeren beschützt. Ja. Und das, ich denke halt, dass jedes Kind eigentlich behütet aufwachsen sollte. Ne? Also das war jetzt Pfefferkorner und ihr könnt mir gerne auch was in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Und jetzt haben wir ja nochmal auf eure Folge und dann haben wir Folge 1 und Staffel 1 und Staffel 2 angeschaut. Wie schon gesagt, Pfefferkorn ist eigentlich perfekt, aber wenn mir was nicht passt, dann sage ich das auch. Ja. Ja. Damit wünsche ich euch noch eine schöne Woche, bleibt gesund und munter und ja, Liefung Ende.